HR Info. Engel fragt. Mit Philipp Engel und Anne Schebou. Heutzutage gehen Männer in Elternzeit und Frauen machen Karriere. Das hat nichts mehr zu tun mit der klassischen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau. Überhaupt haben Frauen in den letzten Jahren unglaublich viel erreicht. Gesetze wurden geändert und auch in der Gesellschaft sind Frauen doch inzwischen ganz auf Augenhöhe mit dem männlichen Geschlecht und machen selbstbewusst ihr Ding. Oder täuscht das? Brauchen wir heute überhaupt noch Feminismus oder kann der, salopp gesagt, weg? Mit dieser Frage wollen sich meine Kollegin Anne Schebou und ich heute beschäftigen. Die meisten Frauen würden wahrscheinlich von sich sagen, ich bin selbstbestimmt. Aber ist das so? Wie ist das zum Beispiel beim Thema Schönheit? Bis heute kritisieren Feministinnen klassische Schönheitsideale, denen sich Frauen unterordnen würden, statt zu ihrem Äußeren zu stehen. Wie ist das also, wenn Frauen heute in einen Schönheitssalon gehen? Ist das Verrat am Feminismus? Annes erste Station ist die Kosmetikschule Famous Face Academy von Sefki Schäfer. Und ja, auch Anne sagt von sich, mir ist es wichtig, gut auszusehen. Ich lasse mir jetzt erstmal die Nägel machen. Volles Wellnessprogramm. Das Styling-Programm vieler Frauen von heute, für die Feministinnen der 70er Jahre wohl eher undenkbar. Damals gab es eher lila Latzhosen und unrasierte Achseln. Verfallen Frauen also zurück ins Weibchenschema, wenn sie sich, wie Feministinnen sagen würden, als sexy Püppchen darstellen? Oder sind Frauen heutzutage schlichtweg in ihrer Selbstbestimmtheit angekommen und dürfen dabei eben auch schön sein? Darüber will Anne jetzt mit der Leiterin der Kosmetikschule Sefki Schäfer sprechen. Frau Schäfer, wie groß ist denn der Druck, schön aussehen zu müssen für uns Frauen? Der ist sehr individuell, aber schon von bis ganz groß. An was merken Sie das? Nein, ich nehme schon viel von der Gesellschaft auf. Ich glaube schon, je jünger, je weniger man sich in seiner Persönlichkeit gefunden hat, umso mehr macht das mit einem. Von denen, die in der Mitte des Lebens stehen, ich glaube, da ist der Druck, der geht nicht so an die. Wenn ich bei Instagram immer solche Frauen sehe, solche Fotos von wirklich perfekt gestylten Frauen, alle gärtenschlank, muskulös, dann denke ich mir schon manchmal, okay, wie machen die das? Na, erst einmal weiß ich und die vom Fach sind, dass das Bilder sind, die absolut inszeniert sind. Und genau da ist die Gefahr, dass ohne dieses Bewusstsein, ohne dieses Wissen man tatsächlich meint, hey, die sind immer so. Und um ehrlich zu sein, natürlich macht das was mit einem. Die Influencerinnen, die verkörpern ja auch schon alles so einen speziellen Look. Und da frage ich mich schon, wie selbstbestimmt sind die oder wie selbstbestimmt sind wir auch als Frauen? Wir werden schon beeinflusst von den Influencern, ja, das stimmt schon. Das passiert sehr oft im Unbewusstsein, dass man viele Bilder sieht und man sagt, ach komm, das probiere ich jetzt auch mal aus. Aber das ist nicht gleich Druck, das ist auch Neugier. Und wenn man das so ein bisschen mit Abstand betrachten kann, dann nimmt man mit, was man für sich mitnehmen möchte. Und insofern sind wir selbstbestimmt. Werden wir Frauen eigentlich zu sehr auf unser Äußeres dann reduziert? Warum sollten wir darauf reduziert werden? Wir reduzieren uns selbst darauf. Das ist doch das Problem. Who cares? Die anderen interessieren doch erst einmal so gar nicht. Es ist doch viel wichtiger, mich selbst im Spiegel zu sehen, in meine Seele reinzufühlen und zu sagen, möchte ich das? Ist das Druck von außen? Ist das Druck von Männern? Das sehe ich an für sich nicht unbedingt so. Ich frage mich ja heute, ob wir überhaupt noch Feminismus brauchen. Wir brauchen Feminismus, solange es Frauen gibt, solange es Ungleichbehandlung der Geschlechter gibt, solange man auf sein Geschlecht reduziert wird. Und das sollte gerade auch bei diesen jungen Frauen ankommen. Das heißt aber, man kann als Feministin sich auch stylen und Make-up tragen. Okay, ich bin jetzt keine 20 mehr, daher Nina Hagen, glaube ich, kennt man vielleicht noch. Ich kenne keine Frau, die früher im Fernsehen zu sehen war, die, glaube ich, mehr für Feminismus gestanden hat und die mehr Make-up getragen hat. Das beißt sich doch nicht. Klares Statement. Nur weil Frauen sexy aussehen wollen, geben sie die Errungenschaften der selbstbestimmten Frau nicht automatisch auf, sagt Frau Schäfer. Aber macht sie es sich da nicht ein
bisschen einfach. Schwebt nicht doch oft ein brutaler Schönheitswahn über allem? Klar, dem kann Frau sich entziehen, aber einfach ist das nicht. Davon kann zum Beispiel Melodie Michelberger erzählen. Sie präsentiert sich im Internet so, wie sie ist und kreiert damit ein eigenes Bild von Schönheit. Nicht gärtenschlank, sondern rund und kurvig. Melodie beim Fotoshooting. Es entstehen Bilder für Instagram. Melodie hat nicht den perfekten Body Mass Index. Sie selbst bezeichnet sich als rundlich mit dickem Bauch und dickem Hintern. Dass sie sich so selbstbewusst zeigt, war nicht immer so. Schon früh wollte sie dem vermeintlichen Schönheitsideal entsprechen. Mit 8 Jahren fing sie an, eine Diät nach der anderen zu machen, bis sie magersüchtig wurde und psychisch krank. Mit 30 erlitt sie einen Burnout, der Wendepunkt in ihrem Leben. Sie beschloss, dass fortan nur noch sie selbst darüber entscheiden möchte, was sie an ihrem Körper schön findet. Und sie macht ihren Körper öffentlich, um die gesellschaftliche Schönheitsnorm zu stören. Ihr müsst mich angucken, so wie ich bin. Das ist ihre Botschaft. Anne hat mit Melodie geskypt. Hallo, Frau Michelberger, ich bin Anne Chebu. Hallo. Sie haben ja auf Instagram total viele Fans. Wie ist das denn, den eigenen Körper so einer großen Öffentlichkeit zu präsentieren? Naja, nachdem ich aus so vielen Jahren des Selbsthasses kam, ist es jetzt eine große Befreiung, meinen Körper eben so zu zeigen, wie er ist. Wie sind denn da die Reaktionen? Also die allermeisten Reaktionen sind total positiv und vor allem Frauen fühlen sich total gesehen. Ich glaube, das kennen eben viele, vor allem Frauen nicht, dass man nicht diesem Schönheitsideal hinterher rennen muss und dass man sich ständig selbst optimieren muss, sondern dass es schon ganz schön toll ist, so wie wir sind. Jetzt höre ich aber ehrlich gesagt immer wieder von Frauen, dass eben Frauen die härtesten Kritikerinnen seien. Ich weiß natürlich, woher das kommt. Also wir sind ja alle sehr geschult durch den Blick, den wir so durch die Gesellschaft erlernen, schon seit wir Mädchen sind. Man sagt ja oft so Mädchen, Mensch, du siehst ja niedlich aus, tolle Frisur, süße Ohrringe oder sowas. Und so lernen Mädchen eben schon, also junge Frauen schon ganz früh, dass das Aussehen etwas ist, was in unserer Gesellschaft wichtig ist. Und daher kommt es auch, dass Frauen zu sich selbst eben sehr hart sind. Wie reagieren eigentlich die Männer auf ihre Fotos, auf die Bikini-Fotos? Viele Männer schreiben mir wirklich ganz gemeine und herabwürdigende Kommentare unter meine Posts. Was sind das für Kommentare? Eigentlich geht es immer darum, dass ich mich eigentlich verstecken muss, dass ich kein Recht habe, so viel Space einzunehmen als dicke Frau. Dich will niemand sehen, das kommt eben auch sehr oft. Keiner will eine fette Freundin. Ich merke immer so wirklich dieses Entwertende eben auch. Also es ist mein Körper und trotzdem haben viele Männer eben wirklich das Gefühl, dass sie das Recht haben,